Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Heute suchen wir den besten Premium-Fertigschläger auf dem Markt. Genau, wir haben sogar einen für 130 € dabei, also seid gespannt. Wir testen jetzt für euch. Let's go! So, wie testen wir jetzt? Yannick wird mir die Bälle reinspielen, damit ich ein Grundfeeling habe für Vorhand und für den Rückhand-Topspin. Danach werde ich gegen Yannick noch einen Satz machen, um das Feeling im Aufschlag-Rückschlag auch nochmal zu bekommen. So testen wir alle Schläger. Wie ihr uns ganz einfach unterstützen könnt, wenn ihr euch für einen dieser Schläger entscheidet, kauft ihn gerne über die Links in der Videobeschreibung. Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten. Wir kriegen dann einen kleinen Prozentteil ab und so helft ihr, diese Videos zu unterstützen. Falls euch die Schläger heute allerdings zu teuer sind, dann haben wir auch noch die besten Schläger für unter 50 € für euch getestet und für unter 30 €. Da sollte für jeden Geldbeutel was dabei sein. schaut gerne in der Videobeschreibung. So, kommen wir zum ersten Fertigschläger und zwar von Jola, den Jola Infinity Glasfaser. So sieht das Ganze aus, sieht schon mal sehr hochwertig aus, wenn man das öffnet. Und dann hat man hier einen Schläger mit einer blauen Belagseite, finde ich auch nicht schlecht. Hier im Holz ist Glasfaser verbaut. Insgesamt kostet der Schläger 90 € und bin sehr gespannt, was er zu bieten hat. Für 90 € erwarte ich schon einiges. Let's go! Okay, bei den Topspins habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Es kommt nicht so viel Bums raus. Fühlt sich doch ein bisschen schwammig manchmal an. Aber wenn man langsam und kontrolliert spielt, dann passiert auch genau das, was man machen will. Also Kontrolle ist auf jeden Fall da. Man kann Spin erzeugen. Man kann die Techniken so spielen, wie man es gewohnt ist. Also ich muss sagen, bei den Grundschlägen hat er mich schon mal überzeugt. So, kommen wir zu meinem Fazit. Ich finde diesen Schläger ziemlich gut. Ich muss sagen, im Aufschlag konnte ich schön Schnitt erzeugen. Im Rückschlag und auch im Blocken hatte ich ein tolles Gefühl. Viel Kontrolle hat man hier. Wenn man eröffnet, muss man immer ein bisschen nach oben ziehen. Aber auch dann hat man eine tolle Kontrolle. Man kann schön Spin erzeugen. Man hat es gesehen, gegen Yannick bin ich schon weit gekommen und hatte echt gute Möglichkeiten, da einen Topspin zu spielen. Habe nicht so viele Fehler gemacht. Die einzigen Fehler, die ich gemacht habe, ist, wenn ich mir nach vorne gezogen habe. Dann muss ich sagen, da fehlt mir ein bisschen die Power. Aber für 90 € habe ich hier schon echt einen guten Fertigschläger in meinen Augen. So, kommen wir zum nächsten Schläger und zwar den Stiga Blue Pro WRB. Bin gespannt. Die Verpackung macht auf jeden Fall einiges her. Ist aber nicht so durchdacht, finde ich, weil den Schläger kriegt man hier wirklich nur noch ein bisschen schwieriger raus. Hat auch einen blauen Belag, auch einen schwarzen Belag. Kostet 60 € und hat eine sehr gute Amazon-Bewertung mit 4,5 Sternen. Bin mal gespannt, wie er sich spielen lässt. So, die ersten Bälle mit dem Stiga Pro WRB Blue habe ich jetzt gespielt. Toller Name. Ich fand das Gefühl nicht so schön, weil mir doch viele Bälle im Netz verhungert sind. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er hohl ist. Es hört sich auf jeden Fall so an. Dementsprechend kommt auch nicht so viel Power jetzt raus bei den ersten Bällen. Insgesamt habe ich mich nicht so gut gefühlt. Ich musste extrem nach oben spielen, dass der Ball auf Unterschnitt überhaupt übers Netz kommt. Ja, deswegen bin ich jetzt erstmal nicht so überzeugt. Mal schauen, wie er sich im Satz spielt. So, ich würde sagen, ich habe hier leider schon die erste Niete getestet. Ich hatte vom Gefühl ein Brettchen in der Hand. Ich musste meine Schläge extrem anpassen, musste alles nach oben spielen, hatte gar keine Sicherheit. Also die schlechte Grundsicherheit, die ich beim Einstreuen schon hatte, die hat sich jetzt im Spiel bestätigt. Beim Blocken kommt nichts raus, im Aufschlag kann ich keinen Schnitt erzeugen. Alles nur sehr begrenzt möglich. Klar, 60 € ist jetzt nicht so super viel für einen guten Schläger, aber ich bin mir sicher, dass hier deutlich bessere Fertigschläger für den Preis dabei sind. Und wir haben auch schon in dem Fertigschläger-Video für unter 50 € deutlich bessere Schläger getestet. Also das ist in meinen Augen eine Käuferfalle und hier verbrennt man sein Geld.
Kommen wir nun zum Stiga Cybershape Future. Von den Bewertungen her mit 4,1 Sternen auf 100. Heute der schlechteste mit dabei. Was direkt auffällt im Vergleich zu den anderen Verpackungen, ist diese hier nur einmal verwendbar. Ist ein etwas komisches System. Man kriegt die natürlich relativ einfach raus, aber es ist jetzt keine Verpackung, die man jeden Tag zum Training mitnehmen möchte. Was noch sehr interessant zu erwähnen ist, es ist die altbekannte von Truls Morgert bekanntes Cybershape-Form, also hier sechskantig. Wir schauen mal, ob sich das irgendwie aufs Spielen auswirkt und generell, wie er sich macht. Let's go! Oh nein. Der macht zu wenig Power, ne? Ersteindruck zum Stiga Cybershape Future ist, er ist sehr weich. Ich muss sagen, wenn ich ihn gut treffe, dann kommt auch echt Spin raus. Es fühlt sich auch kontrolliert an, aber ich konnte ihn nicht so richtig fest treffen. Das heißt, wenn ich Tempo machen wollte, kam nicht dieser Klatsch-Sound, wie man ihn von anderen Belegen oder Schlägern kennt. Und generell, sobald ich schnell spielen wollte, musste ich ihn wirklich perfekt treffen, damit da viel rauskam. Kommen wir zum finalen Fazit zum Cybershape Future. Die Form ist natürlich sehr cool. Ich muss sagen, an der Verarbeitung direkt hatte ich etwas auszusetzen. Von der Verpackung fing es an, aber auch dann, man macht die Folie ab und ich weiß nicht, wahrscheinlich erkennt man es im Video nicht. Aber hier auf der Seite ist ein Streifen drauf, hier auf der Seite genauso. Den kriegt man auch nicht mit Belagentferner weg, das ist einfach schlampig gearbeitet. Und so hat es sich gerade auch am Tisch angefühlt. Also so richtig Qualität konnte ich nicht damit erzeugen. Und vor allem hat er sich sehr hohl angehört und auch angefühlt. Das heißt, es ist schon möglich, einen guten Ball zu spielen. Es ist möglich, den Ball weich zu treffen, aber man merkt an jeder Ecke, dass es irgendwie nicht so ganz gut sich anfühlt. Da haben wir in dem Video für Schläger unter 50 € deutlich bessere Schläger getestet. So, kommen wir nun zu einem weiteren Stiga-Schläger, und zwar dem teuersten, den wir heute haben von Stiga. Das hier ist der Stiga Cybershape Pro Carbon Plus. Hat auf 60 Bewertungen 4,6 Sterne, also sehr gut. Kostet allerdings auch happige 120 €. Man muss dazu sagen, im Vergleich zu der anderen Stiga-Verpackung, die wir hatten, ist das hier eine andere Hausnummer. Es fühlt sich sehr hochwertig an, sieht elegant aus. Man klappt das hier dann einfach auf und hat diesen Cybershape-Schläger, also auch wieder sechskantig. Man muss dazu sagen, es gibt die Variante auch in einem runden Schläger, also ohne dieses Cybershape. Wir haben uns jetzt für diesen entschieden und wir schauen mal, was er zu bieten hat. Let's go! Erstes Feedback zu dem Stiga Cybershape Pro Carbon Plus. Fühlt sich sehr gut an. Ich konnte jeden Schlag sehr kontrolliert ausführen. Wenn ich mehr reingegeben habe, kam mehr raus. Wenn ich weicher getroffen habe, ging das gut. Wenn ich fester spielen wollte, genauso. Super erster Eindruck. Kommen wir nun zum Fazit zum Stiga Cybershape Pro Carbon Plus. Dieser kostet 120 €, was natürlich extrem teuer ist. Ich muss sagen, ich fand ihn auf den ersten Eindruck recht kontrolliert und gut, aber nicht für diesen Preis. Das heißt, wäre das hier der Preis gewesen von dem Cybershape Future, den wir gerade eben getestet haben, also 65 €, dann hätte ich ihn einen guten Schläger gefunden. So definitiv zu teuer. Man kann ihn spielen, man kriegt damit gute Bälle auch hin. Es fehlt allerdings an Tempo. Das heißt, wenn ich Endbälle machen wollte, habe ich es gemerkt, es ist schwer, wirklich gute Qualität in den Ball reinzukriegen. Was er dafür ganz gut kann, ist Schnitt annehmen. Das heißt, ich konnte auch Aufschläge, wo Lorenz Unterschnitt reingegeben hat, sehr gut annehmen. Es gibt ihn manchmal auch im Angebot. Für die 120 € finde ich ihn aber definitiv nicht angemessen. Okay, kommen wir jetzt zur nächsten Marke, und zwar Heinza. Die kenne ich so aus dem Tischtennisbereich noch gar nicht, aber der Schläger sieht solide aus. Der hat eine 4,5 Sterne Bewertung auf Amazon, kostet 55 € inklusive Hülle. Belege fühlen sich ein bisschen weicher an, muss nichts Schlechtes heißen. Ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt. Oh, geil. Okay. Okay. Okay, beim Heinza Pro Carbon habe ich mich recht wohl gefühlt bei den Bällen. Und zwar liegt es daran, dass die Bälle schön nach vorne rauskommen. Wenn ich viel Power reingebe, kommt auch viel Power raus. Ist ein bisschen unkontrollierter als andere Schläger, das merkt man. Wahrscheinlich durch die Carbon-Schicht, die hier im Holz verarbeitet wurde. Mal schauen, wie sich der Belag jetzt im Spiel gegen Yannick schlägt. Ey, sag mal, richtige Ballwechsel.
Okay, also wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, dass der Ball wirklich schnell hier rauskommt aus dem Schläger und man hat schon ein bisschen weniger Gefühl im Aufschlag, Rückschlag, aber ich finde es toll, wenn man aktiv spielen kann und wirklich auch tolle Bälle dabei rumkommen, mit viel Power, mit viel Spin und genau das kann man damit spielen. Für den Preis finde ich, ist echt eine gute Empfehlung, da hat mich die No-Name-Marke sehr überzeugt. Auch im Aufschlag konnte ich wirklich viel Schnitt erzeugen. Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Klar, es ist ein bisschen schneller als ein Anfängerschläger, also ist schon was für Fortgeschrittene. Aber gefällt mir sehr gut. Also eine absolute Empfehlung eigentlich. Hier für den Preis macht man da nichts falsch. Bin sehr überzeugt. So, kommen wir nun zu einer sehr bekannten Marke im Tischtennisbereich und zwar Butterfly. Vielleicht erkennt der ein oder andere auch diesen Spieler hier schon. Das ist der Herr Ovtcharov. Bin mir gespannt, ob in diesem Fertigschläger, das ist der Prime C, ob da auch Ovtcharov drin steckt. Er soll etwas schneller sein als der Vorgänger, den haben wir auch schon getestet. Den Schläger kann man im Angebot für 50 bis 60 Euro erwerben. Hat nicht so viele gute Bewertungen. Mit 4,3 gibt es auf jeden Fall Schläger, die sind beliebter bei den Kunden. Ich bin gespannt, wie der abschneiden wird und ob man damit auch mehr Bums und trotzdem noch einigermaßen gute Kontrolle hat. Ja, ich habe das Gefühl, hier steckt wirklich ein bisschen Ovtcharov drin. Ich hatte mit das beste Gefühl, konnte schön nach vorne ziehen. Ich konnte bewusst weich ziehen. Und was mir besonders gefällt, ich konnte auch sehr bewusst hart ziehen. Also das waren keine zufälligen Bälle, die ich dann schneller gespielt habe, sondern das habe ich alles sehr bewusst gemacht. Und das ist damit auch gut möglich gewesen. Ich hatte ein tolles Gefühl bei Vorhand sowie bei Rückhand. Gefällt mir sehr gut, der Ovtcharov Prime C. So, also im Spiel hat sich der Schläger, finde ich, nicht so gut angefühlt wie in den Bällen, die mir Yannick eingestreut hat. Das liegt ein bisschen daran, ich finde, er ist recht schwer. Dadurch ist das Timing manchmal schwer. Außerdem ist er nicht ganz so gefühlvoll. Man muss schon immer gut zum Ball stehen und dann auch einen guten Schwung den Ball treffen, dass da auch was rauskommt. Aber man kann den für 55 Euro kaufen. Also wenn man wirklich einen kompromisslosen Schläger sucht, mit dem man schön nach vorne ziehen kann, dann ist das auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Man kann Schnitt damit erzeugen, man kann damit schön nach vorne ziehen. Man kann damit Tischtennis spielen. Man braucht aber schon recht stabile Schläge, aber an sich auf jeden Fall keine Niete. So, liebe Tischtennisfreunde, kommen wir jetzt zu einem Modell von Jola, und zwar dem Jola Wet Carbon Pro. Den Jola Carbon Pro haben wir in dem unter 50 Euro Schläger-Video schon getestet. Jetzt kommen wir zu dem hier, der ist preislich bei 60 Euro angesiedelt, also auch ein etwas günstiger im Vergleich zu den anderen heute. Hat super gute Bewertung, 4,9 Sterne. Verpackung auch erstmal super hochwertig, kann man auch wieder so aufklappen hier. Und auch von innen sieht das sehr wertig aus. Gibt erstmal einen guten Ersteindruck. Mal schauen, wie er sich im Spiel macht. Okay. Alter, rede mal. Erstes Gefühl beim Jola Wet Carbon. Sehr gut. Gerade für den Preis, 60 Euro kostet er, manchmal im Angebot sogar für unter 50 erhältlich. Und ich muss sagen, sehr gutes Gefühl. Man merkt natürlich auch da, bei den Endbällen fehlt manchmal ein bisschen das Tempo. Aber man hat Spin, man hat Kontrolle. Ich kann gut entscheiden, wo der Ball hingehen soll. Und hat sich vom Spielgefühl ähnlich angefühlt wie der 120 Euro Schläger von Stiga. Okay, kommen wir zum Fazit zum Jola Wet Carbon. Hat sich immer noch sehr gut angefühlt. Ich hatte gute Kontrolle, ich habe viel Schnitt in die Aufschläge reinbekommen. Für die ich getestet habe, bis jetzt das beste, kontrollierteste. Man merkt natürlich trotzdem, dass es jetzt nicht an einen Profischläger rankommt, was das Tempo angeht. Aber das soll es ja auch gar nicht. Es geht ja um einen Schläger, der für Einsteiger gedacht ist. Und hiermit kann man jeden Grundschlag ausführen. All das für einen wirklich super Preis. Von daher, hier spreche ich definitiv eine Kaufempfehlung aus. So, liebe Tischtennisfreunde, kommen wir jetzt zum absoluten Star, was den Preis angeht, oder eher Niete, denn er kostet 130 Euro, was für einen Fertigschläger natürlich schon extrem viel ist. Das ist der Jola White Infinity Carbon. Verpackung ähnlich wie bei dem roten, den wir heute getestet haben, auch sehr cool. Fühlt sich auch auf den ersten Blick wertig an, sollte aber auch so sein. Und Belag auf der Vorhand lila.
auch interessant. Die Bewertungen sind nicht wirklich aussagekräftig, weil es nur ca. 20 Bewertungen gibt. Die sind zwar gut mit 4,8, aber wir schauen mal, was unser Eindruck ist. Let's go! Ich kann hier mit richtig Tempo machen. Kommen wir nun zu unserem teuersten Schläger heute. 130 € kostet der Jola White Infinity Carbon. Vom Spielgefühl muss ich sagen, super stolzer Preis natürlich, aber es hat sich auf den ersten Eindruck echt gut angefühlt. Ich konnte Tempo machen, es war für mich am nächsten dran an meinem normalen Schläger. Mal schauen, wie er sich im Spiel macht. Kommen wir zum Fazit zu diesem Schläger. Es war der erste Satz, den ich gegen Lorenz gewonnen habe, also würde ich sagen, sehr guter Schläger. Ich muss sagen, es kostet natürlich 120 €, aber ich konnte auch jeden Schlag damit ausführen. Das heißt, man bekommt wirklich was für sein Geld. War ein anderes Gefühl als die anderen Schläger, das muss man ganz klar sagen. Beim Aufschlag, beim Rückschlag, ich konnte kurz legen und so weiter. Es war für mich am nächsten dran an einem selbst konfigurierten Schläger. Allerdings muss ich sagen, für 120 € kriegt man auf jeden Fall einen besseren Schläger, wenn man in den Laden geht und sich einen Schläger selber zusammenstellt. Da kriegst du ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als hierfür. Nichtsdestotrotz ein deutlich besserer Job als der 120 € Schläger von Stiga. Hier kriegt man für 10 € mehr ein ganz anderes Produkt. So, willkommen zu unserem Fazit. Wir haben so viele Schläger getestet. Yannick, wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, wo kriege ich den besten Schläger? Das ist eine gute Frage. Das war für uns schon der hier. Der kostet zwar 130 €, aber war auch das beste Gesamtprodukt, wenn das Geld keine Rolle spielt. Man muss dazu aber sagen, für 130 € könnt ihr auch in den Laden gehen und euch persönlich einen Schläger zusammenstellen lassen. Da kriegt ihr auf jeden Fall mehr für das Geld. Wenn ihr aber eine schnelle Variante haben wollt, könnt ihr natürlich auf den zurückgreifen. Lorenz, wenn jetzt aber das Geld eine Rolle spielt, was hat denn die beste Preis-Leistung? Ja, da müssen wir unterscheiden. Wir haben jetzt zwei Testsieger. Einmal wieder der Schläger von Jola, und zwar der Jola Carbon Red. Der war, wenn man es kontrolliert mag, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da hat er sehr gut performt hier. Ansonsten die Marke Heinzer, kenne ich so nicht, aber die hat mich auch sehr überzeugt. Hier ist eine Carbon-Variante verarbeitet, geht schnell nach vorne, man kann schön Spin erzeugen. Für 50 € und 50 € circa am Angebot macht man hier auf jeden Fall nichts falsch. Und das sind wirklich unsere Champions bei den besten Fertigschlägern beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Yannick, wenn ich jetzt aber die Cyber-Shape-Form sehr cool finde, würdest du die empfehlen oder würdest du sagen, lieber Hände weg? Also für die ganzen Truls-Morgat-Fans unter euch, ich würde sagen, bei den Fertigschlägern könnt ihr nicht auf Stiga zurückgreifen. Hier war wirklich wenig Gutes dabei. Man muss sagen, der hier war noch mit am besten. Allerdings hat der auch 120 € gekostet und konnte gerade so mithalten mit unserem Preis-Leistungssieger, der halt aber nur 50, 60 € kostet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt vielleicht den passenden Schläger für euch gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, liked gerne, schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.